Viele Menschen wissen gar nicht, wie abgetrennt, wie disconnected sie von sich selbst sind. Die Beziehung, die du mit dir führst, die Verbindung, die du zu dir hast, ist die Basis für alles im Leben. Das sagt darüber aus, welche Beziehungen du anziehst, was du tolerierst, welche Karrieremöglichkeiten du hast, wie erfüllt, wie glücklich und schlussendlich wie gesund du lebst. Im heutigen Video teile ich, wie ich die Verbindung zu mir selbst verloren habe, wie es sich anfühlt, disconnected zu sein, warum das so häufig passiert und auch, wie ich mich selbst zurückgeholt habe und wie sich das anfühlt, mit dem eigenen Körper und mit sich selbst verbunden zu sein. Also bleib bis zum Ende da. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast oder neu eingeschaltet hast, falls du neu hier bist. Ich freue mich wie immer auf ein Abo oder auf ein Like, um einfach mehrere Menschen, mehrere Frauen zu erreichen und so mehreren Frauen in ihre volle Kraft auf allen Ebenen zu helfen. Lass uns mal anschauen, was bedeutet es, wenn du disconnected, wenn du abgetrennt von dir lebst. Du spürst dich selbst nicht oder eben nur teilweise und auch deine Intuition. Vielleicht spürst du sie, aber du hast nicht den Mut, nach deiner Intuition voll zu leben. Du bist oft im angepassten Modus, im People-Pleasing, anstatt dass du ehrlich mitteilst, was du sagen möchtest. Du spürst deine Bedürfnisse vielleicht gar nicht oder selbst wenn du sie spürst, dann übergehst du sie, weil du glaubst, dass es nicht sicher ist, diese zu äußern, weil du vielleicht auch glaubst, die sind gar nicht wichtig. Und du bist nicht im Kontakt mit deiner Innenwelt, mit deinen Gefühlen, mit deinen Werten. Mm, Und oftmals eben lebst du dann in einem ständigen Funktionieren, in einem Automatismus. Also ständig im Außen zu sein, als bei dir selbst zu sein. Du suchst im Außen, weil da eben auch eine innere Leere da ist. Und so geht der Fokus nach dem Außen, um eben dir das zu geben. Du suchst das, was im Innen fehlt. So kommt es dann ganz oft auch zu Ablenkung, zu verschiedenen Tätigkeiten nachgehen, zu Leute zu treffen und. Es fühlt sich leer an. Das Leben fühlt sich sinnlos, es fühlt sich bedeutungslos an. Und es fühlt sich auch alles nicht so lebendig an. Mit der Zeit geht dann eben auch die Energie runter und du fühlst dich erschöpft, ausgelaugt. Und das ist genau der Punkt. Viele Menschen glauben, dass sie einfach gestresst sind, dass sie müde sind, dass sie erschöpft sind. Wobei der eigentliche Kern ist die Verbindung, die mangelnde Verbindung zu sich selbst. Und der größte Punkt ist eben, dass du kein Gefühl von Zuhause, von Sicherheit, von Stabilität in dir verspürst. Wenn ich zurückdenke, vor 5 Jahren war ich noch ein komplett anderer Mensch. Ich habe ein Leben gelebt, das nicht im Einklang mit meinen Werten war. Teilweise ja, aber ich hatte eben mh, ganz viel dieses Angepasstsein, dieses People-Pleasing, das konstante Ja sagen, obwohl ich eigentlich auf gewisse Dinge gar keine Lust hatte, einfach um dazu zu gehören, um nicht aufzufallen, um eben Anerkennung zu bekommen. Ganz oft wusste ich gar nicht, was brauche ich eigentlich, was möchte ich eigentlich. Ich habe das nicht wirklich spüren können. Oder selbst wenn ich es gespürt habe, hatte ich einfach Angst, das zu äußern, weil ich eben die Angst hatte, dann abgelehnt zu werden, ausgelacht zu werden, kritisiert zu werden. Ich war von Gefühlen oftmals überrollt. Da waren so viele unangenehme Gefühle da. Ich wusste gar nicht, wie ich die fühlen sollte. Hatte auch Angst davor, diese Gefühle zu fühlen. Dachte auch, dass ich das mit denen nicht zurechtkommen würde. Und habe dann diese immer zur Seite geschoben, bis sich dann eben mein Körper gemeldet hat und mein Körper dann gesagt hat, Stopp, so geht es nicht weiter. Mit der Zeit natürlich ging die Freude immer weiter runter. Ich fühlte mich energielos, ausgezehrt, brauchte Ruhe, ziehte mich zurück, so lange, bis es dann eben auch in die Depression kam.
Und ich war immer und oft eben ständig verfügbar für die Leute um mir und hatte eben immer Ja gesagt. Suchte auch die Stabilität im Außen, in Tätigkeiten, in Menschen, in Beziehungen, in der Arbeit, um eben diesen inneren Tumult auch zu entkommen, bis ich eben dann immer mehr meine Identität und mich selbst verloren habe. Warum passiert das? Warum verlieren wir oder warum haben wir keine Verbindung zu uns? Das hat mehrere Gründe. Zum einen kann es eben sein, dass du im Überlebensmodus, im ständigen Angepasstsein feststeckst, im People-Pleasing. Das heißt, du tust alles, um es anderen recht zu machen, weil das alles ist, was du kennst, weil du das gelernt hast, weil du da vielleicht 30, 40, 50 Jahre in diesem Muster feststeckst. Oftmals machen wir das auch, weil wir Angst haben, wir könnten eine Bindung verlieren. Wenn ich jetzt Dinge anders mache, wenn ich meine Bedürfnisse äußere, was, wenn ich dann die Verbindung verliere? Und die Gesellschaft verlangt auch von uns, dass wir ständig eben funktionieren, und du hast vielleicht deinen Job, deinen Haushalt, deine Kinder und. Und so bist du eben ständig im Leistungsmodus, im Tun-Modus und du hast gar keine Zeit, mal nach innen zu schauen. Und du weißt auch vielleicht gar nicht wie. Wie mache ich das? Wie stelle ich denn eine Verbindung überhaupt zu mir her? Die Gefühle auch, die da sind, wie kann ich die denn fühlen? Das wird uns ja auch nirgends beigebracht. Übrigens zu diesem Thema, es ist eines der ersten Videos, die ich gedreht habe hier auf meinem Kanal. Schau dir das unbedingt an. Da zeige ich dir, wie du Gefühle gesund fühlen kannst und transformieren kannst. Aber eben, wenn der Körper nichts anderes kennt als den Überlebensmodus und auch als das ständige Funktionieren, dann dann wird es so zum Automatismus, dass es gar nichts anderes gibt. Und dann natürlich, wie kannst du dann eine Verbindung zu dir haben und fühlen? In einer Gesellschaft, wo Leistung gelobt wird anstelle von Sein, auch dort ist es natürlich, dass eben die Verbindung zu einem selbst verloren geht. Aber auch die konstante Reizüberflutung auf Social Media. Wenn wir ständig im Außen sind und uns leicht ablenken lassen, dann können wir nicht spüren, was eigentlich im Innen vorgeht, was wir eigentlich bräuchten. Und so kennen ganz viele die Verbindung zu sich selbst gar nicht. Die wissen gar nicht, wie fühlt sich das eigentlich an, mit mir, mit meinem Körper, mit meinen Werten verbunden und im Einklang zu sein. Wie habe ich mich schlussendlich zurückgeholt? Das allererste, was ich gemacht habe, ist mal zu erkennen, okay, mir geht es nicht gut. Mein Körper zeigt mir gerade dies und jenes Symptom. Bei mir war es hauptsächlich über den Körper, aber ich habe auch gespürt, ich lebe nicht wirklich mein Leben. Zu einem gewissen Grad ja, aber da ist irgendwo mehr. Es gibt mehr. Und so habe ich das einfach mal erkannt und da sein gelassen. Als zweiten Schritt habe ich mir Hilfe geholt. Ich habe geschaut, wer in meinem Umfeld könnte mich da unterstützen. Damals hatte ich ein Umfeld beim Network Marketing und da war ich eben schon im ganzheitlichen Gesundheitsbereich unterwegs und hatte da über Verbindungen Kontakte und habe mir dann Heilpraktikerinnen und Mentorinnen aufgesucht, die mich da unterstützt haben. Für mich war es eben klar, dass es alternativ in eine Richtung geht. Ich wollte eben Menschen, die mich in meine Kraft bringen, die mich in die Verantwortung bringen und nicht in ein System reingezwängt werden, das mich eben immer mehr von meiner Kraft, von mir selbst entfernt. Und habe dann natürlich Energie, Zeit und Geld investiert und auch sehr viel ähm, Selbstforschung und Lektüre. Verzeihung, es ist gerade laut draußen geworden, so habe ich gerade die Tür geschlossen. Wo war ich? Bei der
selbst Self-Study. Also ich habe mir dann Lektüre geholt und mich dann weitergebildet und dementsprechend Veränderungen gemacht. Und ein letzter Punkt eben, nein, als dritter Punkt habe ich mein Leben mehr und mehr zurückgeholt. Das heißt, ich habe mich gefragt, was macht mir denn Freude? Was würde mich denn jetzt mehr und mehr in meine Kraft, in meine Freude bringen? Und einmal war es eben, dass eine Tanzstunde zu buchen, eine Latino-Tanzstunde. Dann war es der Schritt von Südtirol nach Wien zu ziehen. Dann war es ein Schritt, wieder mehr auf Reisen zu sein, als digitale Nomadin unterwegs zu sein oder eben mein eigenes Mentoring-Business zu starten, auch wenn es unperfekt war. Also frag dich da, was kann ich machen, um mein Leben mehr Freude zu bringen? Was würde mich erfüllen? Und als letzten Punkt habe ich über den Körper mich zurückgeholt. Das heißt, ich habe verschiedene Dinge gemacht. Das war ganz am Anfang 10-minütiges Yoga am Morgen, ein sanftes Morgen-Yoga in Kombination mit Atmung oder eben auch über die Atmung, über verschiedene Breathwork-Classes, also Atemübungsklassen. Und aber auch Massagen oder also Heilmassagen habe ich mal regelmäßig über mehrere Monate eine Reihe von Massagen gemacht, um einfach mal zu spüren, wie fühlt sich das im Körper an, bei mir anzukommen. Und ganz oft hat sich das dann eben wie nach einem Wellnessurlaub angefühlt. Nach einer einzelnen Sitzung bin ich rausgegangen und es fühlte sich so befreiend und so wohltuend an und das kannte ich gar nicht. Bin dann auch immer wieder zu Osteopathinnen gegangen und habe einfach mehreres ausprobiert. Auch Energiearbeit habe ich dann mit der Zeit mir selbst beigebracht oder eben von anderen Frauen gelernt. Und mittlerweile ist das einfach eine tägliche Praxis, mir da auch die Energie zurückzuholen. Und das ist auch das, was ich meinen Kundinnen weitergebe, die eigene Energie zu regulieren und zu managen in dieser Hinsicht. Und wie fühlt sich das dann an, wenn du oder wenn ich mich dann zurückgeholt habe? Wie fühlt sich Verbindung zu dir an? Was passiert? Was kann sich verändern? Du spürst innere Ruhe. Du spürst eine Gelassenheit. Du spürst dich verbunden mit deiner Intuition, mit deinem Körper. Entscheidungen fallen leichter. Du spürst gleich, aha, das fühlt sich richtig an, das fühlt sich stimmig an, das fühlt sich nicht stimmig an. Das heißt, du bist dann auch weniger im Kopf, weil du einfach diesen inneren Kompass in dir wieder gefunden hast. Du bist präsenter, du spürst deine Bedürfnisse und äußerst die. Du bist dann auch nicht in dieser Schuld, im People-Pleasing. Du sagst ehrlich, was du meinst, was du glaubst. Du stehst hinter dir. Und Gefühle können gefühlt werden. Du scheust dich auch nicht mehr zurück, diese Gefühle zu fühlen. Im Gegenteil, wenn da irgendwas im Innen ist, das gefühlt werden darf, dann schaust du hin und dann kannst du das auch gar nicht mehr verdrängen. Die Freude wird auch intensiver und die angenehmen Gefühle werden auch intensiver. Das berichten eben auch ganz oft Kundinnen von mir, dass sie die Freude gar nicht fühlen oder nur eben bedingt fühlen. Und so eben können die Gefühle vermehrt gefühlt werden. So fühlst du dich dann auch erfüllter und sinnvoller. Dein Leben fühlt sich wieder nach Sinn an, nach Freude an, nach ein Leben, das wirklich deines ist. Ein lebendiges Leben. Und eben das Allerwichtigste, du fühlst dich zu Hause in dir. Und das ist ein wunderschönes Gefühl. Wenn du spürst, du bist gerade an einer Abzweigung, du fühlst dich verloren, du möchtest Begleitung. Ich habe mein bestehendes Returning Home to You Mentoring Programm abgegradet und es ist jetzt verfügbar. Es gibt einige wenige Plätze und wenn dich das ruft, wenn du da mehrere Infos möchtest, dann findest du alles darunter. Wir können uns auch in einem entspannten Kennenlernen-Call unterhalten
komplett kostenfrei zu sehen, ob das für dich jetzt der richtige Schritt ist. Und ich sage nochmals vielen Dank, dass du den Weg heute wieder oder neu zu mir hergefunden hast. Und wir sehen uns ganz bald wieder.